Moin und hallo, willkommen zum nächsten Construction Report von Severus Prime. Wir sind beim 4. Teil angekommen und heute widmen wir uns der Bemalung der Gräben. Und dazu erstmal ein kleiner Sicherheitshinweis. Beim Airrush muss man darauf achten, dass man sich gut gegen die Dämpfe schützt, denn sonst kriegt man Lungenkrebs oder sowas ähnliches. Jedenfalls beim Airrushen laut Gebrauchsanweisung Masken tragen. Macht sowieso keiner. Na dann, viel Spaß. So, nach der äußerst wichtigen Sicherheitsbelehrung geht's los. Wir mischen aus Darkgrey von Tamiya und dem Tamiya Thinner, diesem X20A, eine Airbrush-Farbe, also eine Farbe, die dünn genug ist für den Airbrush, und sprühen die mittels Kompressor auf die Platte. Natürlich nur an die Gräben oder die Bodensegmente, da wo es auch hin soll. Das deckt relativ gut. Man muss nur aufpassen, das ist eine ziemlich dünne Schicht, also die lässt sich leicht wieder abkratzen. Also man sollte dann schon vorsichtig sein. Vielleicht sogar Klarlack, aber ist nicht absolut nötig. Wie man sieht, deckt sie ziemlich gut, wie man gleich auf dem Bunkerdach sieht. Hält auf so ziemlich allem. Der Bunkerdach ist mit Chaos Black grundiert, der Rest des Bunkers hat Balkenfarbe abbekommen, wie im letzten Video gezeigt. Das ist diese Graffiti-Farbe, die wir zum Grundieren verwendet haben. Ja, hält super. Dann lichten wir das Ganze mit dem Neutral Grey von Tamiya und, naja, man muss aufpassen, wir haben den offenen Pot vom Airbrush gekleckert, da unten. Muss man ausgleichen, sieht nicht so toll aus, aber naja, gut, man kann es wieder kaschieren. Jedenfalls das Lichten sieht gut aus später, das gibt dem Ganzen halt einen helleren Effekt oben und die Straße haben wir dann auch mit dem hellen Grau gesprüht. Der hat ja in dem vorherigen Video, wo wir grundiert haben, der ziemlich viel dunkelgrau abgekriegt hat, haben uns gedacht, sparen wir uns das Dark Grey von Tamiya und packen nur Neutral Grey drauf. Das haben wir dann auch noch auf die Stellen gepackt, wo die alten Türme sind, diese eingestürzt, die Trümmer. Naja. Und weiter im Takt. Wir haben uns danach mit der Bemalung des Bodens beschäftigt, nach derselben Strategie, die ich auch im vorherigen Video gezeigt habe, also mit den verdünnten Farben. Da haben wir einfach wieder alles reingemischt, Graveyard Earth oder, naja, heutzutage muss man sich ja ein Äquivalent dazu suchen, weil GW die Farben ja rausgenommen hat. Wir haben aber auch viele Pigmente genommen von Vallejo noch und halt von Forgeworld, die Weathering Powders und Grüntöne, also einfach alle Acrylfarben. Man kann eigentlich jede nehmen, man kann auch in Künstlerladen einkaufen gehen. Naja, wir haben jetzt noch die alten Restbestände an GW-Farben, die wir noch hatten, leer gemacht. Nachdem das Ganze bemalt war, trocknen lassen, oder wie wir haben es trocken geföhnt, weil wir ungeduldig sind. Naja, so sollte es ungefähr so aussehen. Dann kam der nächste Schritt, das Weathering mit Ölfarbe. Wir haben dunkelbraune Ölfarbe, die verdünnt mit, wie ist das Zeug nochmal? Ja, geruchlosem Terpentinersatz. Geruchlos in Anführungsstrichen. Also White Spirit, glaube ich, in Englisch. Da haben wir dann hier jetzt demonstriert am Bunkerdach. Die Kanten und Ecken im Nachgang. Das sieht dann super cool aus später. Wir haben dann auch die Bunker, eigentlich die Bunker mit den Schützengräben, die Ritzen gemacht. Und naja, das ist jetzt an der Stelle gerade zu viel da vorne. Da kann man direkt mal demonstrieren, wie man das wegmachen kann. Man nimmt einfach was vom sauberen White Spirit, also Terpentinersatz, und fährt dann mit dem Pinsel drüber. Der saugt das weg. Das geht super gut. Man kann auch einfach mit, Zebra oder sowas das wegmachen. Geht auch. Und diese ganze Chose mit diesen Weatherings haben wir nicht nur gemacht mit dunkelbrauner Farbe, sondern auch mit hellbrauner Farbe für die Holzteile oder auch die hellbraunfarbe vermischt mit den Rostpigmenten, um Rost darzustellen. Jetzt hier schön demonstriert an Bodenplatten. Das sieht eigentlich am Ende, sieht das ziemlich cool aus. Wir haben auch teilweise noch über die Wandpaneele Rost und dann die Lautsprecher in den Gräben haben wir Rost gemacht. Und auch eigentlich überall da, wo Rost gut aussehen würde. Und das Schöne an dem Thinner ist, wenn man das mit dem Verdünner Terpentinzeug gemacht hat, es verläuft super gut. Aber es riecht nicht schön, also man sollte doch gut lüften. Wir haben im Keller gearbeitet, wir haben immer alle Fenster auf Durchzug gehabt, weil, naja, irgendwann hast du so einen Schädel davon. Jedenfalls, aber das Ergebnis macht sich halt bezahlt. Man kann es auch wieder trocken föhnen, um das Ergebnis anzugucken. Also ich würde sagen, für
ja, ein selbstgemachtes Wash ist das ziemlich cool. Und ja, es ist ein bisschen Aufwand, aber es zahlt sich wieder aus. Und so soll das Ganze dann aussehen. Von oben jetzt, die Gräben, man sieht den Rost. Und wo es gerade Rost ist, machen wir mal mit den Stacheldrahtteilen weiter. Weil das auch bei unserem Grabenkampf eine wichtige Sache. So, natürlich auch die Sicherheitshinweise lesen. Ich darf es nicht essen. Merkt euch das, Stacheldraht nicht essen. Also, naja, am besten das Messingzeug grundieren. Ich habe gerade keine schwarze Grundierung zur Hand oder, naja, deswegen mache ich das mal auf die unelegante Weise mit Klarlack. Hält dann auch, aber naja. Ich habe auch keinen Bock, um jetzt den Airbrush dafür auszupacken und für Rostfarbe bereit zu machen. Mache ich das per Hand. So. Ich nehme Dark Flash. Das ist leer. Da ist was drin. Dark Flash gibt es ja jetzt auch nicht mehr, aber dann nimmt man sich einfach irgendwas, was so ähnlich aussieht. Ist ja eigentlich dasselbe. Hauptsache dunkelrote oder dunkelbraune Acrylfarbe. Ich nehme lieber so einen Rotstich. Gefällt mir persönlich besser. Ja, das muss ja jeder selber wissen. Er kriegt das schließlich nicht bezahlt. Wenn das Ganze fertig gepinselt ist, gebe ich dann noch mit verdünntem Scotch Braun drauf. Und ganz noch ein paar Farbvariationen reinzubringen. Muss man nicht machen. Sieht aber dann letztendlich noch ein bisschen cooler aus. Jetzt kommt was Wichtiges halt. Wieder die Pigmente. Jetzt habe ich hier gerade von Vallejo das Pigment. So ein Rostpigment. Ich habe die einfach da drauf geklatscht. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, mache ich mir einfach so eine Brühe fertig. Dann habe ich von Ferrero so einen Deckel genommen. Und einfach mal ein paar Pigmente zusammengewürfelt da drauf. Und das gibt dann irgendwann auch einen schönen Ton. Und wieder den Terpentinersatz. Mit dem hält das einfach besser. Das ist wesentlich, wesentlich besser als mit Wasser. Wasser bildet so eklige Pfützen. Also bei dem Stacheldraht wird das nicht auffallen. Aber bei den Gräben wird es enorm auffallen, hätten wir das nicht mit dem Terpentinersatz, sondern mit Wasser gemacht. Das würde einfach nur blöde Pfützen bilden und das würde auch irgendwie nicht mehr so gut haften. Also am besten Terpentinersatz oder wirklich Pigmenthaftmittel. Aber das hat man nicht zur Hand und ist auch eigentlich zu teuer. Man kann auch einfach das Terpentinersatz nehmen und das Ganze einfach klar lacken am Ende. So. Nachdem das getan ist, habe ich aus Stahldraht solche kleinen Ösen gebogen. Die halten den Stacheldraht an Ort und Stelle. Man kann sich dafür auch richtig schöne Beispielbilder bei Google suchen für Stacheldrahtverhaue. Die sehen super aus, kann man Beispiel nehmen und natürlich jetzt erstmal, wo die Dinger hin sollen, Löcher in der Platte pieken. Unsere Platte ist ziemlich hart geworden nach mehreren Schichten Kleber. Naja. Und ja, muss man halt ordentlich pieken. Ja, wenn das getan ist, habe ich erstmal geguckt, dass ich die Dinger an Ort und Stelle kriege, weil, naja, man muss sie ein bisschen reindrücken. Wir haben Styrodur darunter, da geht das ziemlich gut. Wer jetzt das Ganze an GW-Platten befestigen will, also in den modularen Spielfeldern, hat da schon ein bisschen mehr Probleme, der muss, glaube ich, Löcher bohren, weil durch Plastik kann man das nicht so gut einfach durchstecken. Naja, oder wenn man Gips drunter hat, muss man auch ein bisschen heftiger reinschlagen, die Dinger. Jetzt habe ich das Ganze befestigt mit Sekundenkleber, um die Dinger schon mal an Ort und Stelle zu halten, damit das ganze Zeug gleich nicht flöten geht. Jo, und jetzt ist es an der Zeit, den Stacheldraht aus der Form zu knipsen. Da kann man dann einfach was da rausnehmen. Die Messingteile sind super, auch aus dem Rest vom Messingrahmen kann man immer noch schöne Sachen basteln. Macht sich mal cool für Accessoires an Fahrzeugen oder so. So, und dann erstmal die erste Stacheldrahtrolle erstellen. Dazu wickle ich das Ganze einfach um den stinknormalen Kugelschreiber. Kann auch irgendwie ein Rohr nehmen oder was auch immer, oder seinen Finger. Naja, ist ja Wurst. Jedenfalls soll das später rauskommen. Und das platzieren wir dann einfach dahin, wo es hin soll. Bei den Stacheldrahthalterungen. Das einpassen und dann schon am besten schon mal leicht fixieren mit Kleber, damit einem das nicht wegrutscht, wenn man gleich die Drähte durchzieht. Weil für den Stacheldrahtverhau ist das noch ein bisschen wenig. Also finde ich jedenfalls. Ich habe da noch ein paar Drähte durchgezogen.
sieht das noch ein bisschen mehr aus. Ist eine Friemelarbeit, wenn man die Ösen da durchzieht. Naja, es dauert. Man muss sich Zeit nehmen. Irgendwann habe ich dann noch eine Pinzette zur Hilfe genommen. Geht einfach besser damit. Naja, ich habe letzten Endes dann einfach 2 Drähte durchgezogen. Ursprünglich wollte ich 3 reinpacken, aber naja, das hat mir dann irgendwann nicht erreicht, die Friemelarbeit. Ja, verklebt das Ganze und dann wäre eigentlich der Stacheldrahtverhau auch schon fertig. Wenn man lustig ist, kann man das ganze Ding nochmal klar lacken, wegen den Pigmenten, das habe ich ja gerade vergessen. Ja, und das wäre der Stacheldrahtverhau. So, zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr da auch das Problem habt wie wir, dass der Sand bei eurer Platte abbröselt, könnt ihr einfach verdünnten Leim aufbringen, wie hier mit einer Sprühflasche. Den verteilt man gut, der trocknet ein und dann das härtet einfach die Oberfläche ganz stark. Ist wunderbar. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es nächstes Mal weitergeht mit den Details bei den Gräben, Fässer und Kabel. Bis denn. Tschüss.